Passau liegt am südlichsten Punkt des Bayerischen Walds in Niederbayern. In der Dreiflüsse-Stadt, wie Passau manchmal genannt wird, münden Inn und Ilz in die Donau. Die Altstadt liegt auf der Halbinsel zwischen Donau und Inn. Passau ist aufgrund dieser besonderen Lage wohl schon seit 4000 v. Chr. Besiedelt. Die Kelten bauen hier um 450 v. Chr. Eine Siedlung und später ein Oppidum, also eine Festung, die sie Oppidum Boiodurum nennen. Die Römer dringen bis an die Donau vor. An der Stelle des keltischen Oppidums entsteht etwa 150 nach Christus das römische Castra Batava oder Castel Batavis. Castra Batavis liegt am nordöstlichsten Punkt der Provinz Rätien. Der heutige Name Passau entstand wahrscheinlich aus dem Wort Batavis. Der Paulusbogen an der Kirche St. Paul ist zur Römerzeit der einzige Zugang zur Stadt. Rom fällt im 5. Jahrhundert. Die bayerischen Herzöge nehmen das Gebiet im 6. Jahrhundert in Besitz. Passau wird 739 zur selben Zeit wie Regensburg zum Bistum. In dieser Zeit wird auch das Kloster Niedernburg gegründet. Vom Kloster aus wird Passau geleitet. Die Stadt wird mit kleinen Unterbrechungen über 1000 Jahre vom Klerus regiert werden. 999 übernimmt der Bischof die Regierung in Passau. 1217 wird Passau zum Fürstbistum mit Hauptsitz im Kloster Niedernburg. Die Passauer Bürger versuchen die Herrschaft des Bischofs abzuwerfen und es gibt mehrere Aufstände gegen ihn. Die Aufstände scheitern jedoch. Andere Städte wie Ulm werden in dieser Zeit zu freien Reichsstädten. Das erreichen die Passauer nie. Zum Schutz vor den eigenen Bürgern und auch gegen äußere Feinde lässt Bischof Ulrich II. 2 Jahre nach seiner Erhebung zum Fürstbischof die Feste Oberhaus anlegen. 1219 entsteht der erste Teil der Anlage auf dem Georgsberg. Die Festung wurde über die Jahrhunderte immer wieder angepasst und erweitert. Heute gehört sie zu den größten Burgen in Europa. Sie bietet einen herrlichen Blick über Passau. Im Passauer Vertrag von 1552 erkennt der römisch-deutsche König Ferdinand I. erstmals den Protestantismus an. Das war ein entscheidender Schritt zum Augsburger Religionsfrieden. Ein Video zur Augsburger Geschichte findet ihr im Link oben oder in der Videobeschreibung. In Passau gibt es mindestens 8 Stadtbrände. Besonders verheerend ist der Brand von 1662. Hier brennt ein Großteil der Stadt ab. Nach diesem Brand holen sich die Passauer italienische Künstler in die Stadt. Sie lassen Passau im neuen barocken Glanz erstrahlen. Das Rathaus wird wieder aufgebaut. Außerdem entsteht hier der barocke Dom St. Stephan. Bereits 450 nach Christus hatte hier eine Kirche gestanden. In dem prächtigen Gebäude befindet sich die größte Kirchenorgel der Welt. Bischof Lamberg wird 1712 die alte Residenz zu klein. Er lässt das Kramhaus niederreißen und baut hier seine Residenz. Der Platz wird kurzerhand von Kramplatz in Residenzplatz umbenannt. Unter Napoleon wird Passau 1802 erst Salzburg und 1805 Bayern zugeordnet. Anlässlich der 100-jährigen Zugehörigkeit zu Bayern entsteht 1903 der Wittelsbacher Brunnen. Passau wird 1806 zur Hauptstadt Niederbayerns, damals noch unter Donaukreis. Der Sitz wird 1839 nach Landshut verlegt. 1818 entsteht die erste Donaubrücke in Passau. 1846 wird die Ludwigsbrücke über den Inn gebaut. Hier befand sich schon 1143 eine erste Holzbrücke. Die industrielle Revolution erreicht Passau im 19. Jahrhundert. 1860 wird die Stadt an die Bahn angeschlossen. Die Stadt wächst deutlich, jedoch nicht so stark wie andere Städte dieser Zeit. 1928 entsteht das Kachlet-Kraftwerk oberhalb von Passau. Es ist bei der Eröffnung das größte Kraftwerk Deutschlands. Auf der Baustelle des Kraftwerks gibt es eine eigene Währung. Unter den Nationalsozialisten entsteht in Passau ein Außenlager des KZ Dachau. Die Stadt erlebt einige Luftangriffe. Nach dem Krieg kommen knapp 30.000 schlesische Flüchtlinge in Passau unter. 1970 ersetzt die Schanzelbrücke die Donaubrücke aus dem 19. Jahrhundert und 1989 kommt die Franz-Josef-Strauß-Brücke dazu. Die Passauer Universität wird 1978 gegründet. Heute hat Passau über 50.000 Einwohner. Hier findet zweimal jährlich die Duld statt, die aufs Jahr 1164 zurückgeht. Das moderne Passau ist eine schöne, lebendige und lebenswerte Stadt.